Das hier ist eine ganz alte PC Games, die habe ich per Kleinanzeigen entdeckt. Schaut mal, die Ausgabe 5, 1993, sogar noch mit aufgeklebter Coverdiskette. Ist das nicht der Wahnsinn? Und schaut auf das Cover. X-Wing ist drin. X-Wing aus dem Jahr 1993. Und auch im Innenteil ist es natürlich Spiel des Monats geworden. Oh mein Gott, ist das lange her. Und ey, ganz ehrlich, dieses Spiel habe ich geliebt wie kaum ein anderes. Und ich dachte, Mensch, jetzt wo ich dieses Heft habe, das muss ich mir anschauen. Kann dieses alte Spiel noch was? Macht das noch Spaß? Oder ist es vielleicht einfach nur eine nostalgische Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Ja, ich muss sagen, sowas noch antiquarisch zu bekommen, ist schon was ganz Besonderes. Ich habe mich riesig gefreut und auch noch in so einem tadellosen Zustand. Ey, der Wahnsinn, was für ein wunderbares altes Heft und was für ein wunderbares Cover, oder? Ganz ehrlich, ich habe richtig Gänsehaut. Und X-Wing, das war auf dem PC, auf meinem 486er, der damals kam, eines der ersten Spiele und es war mit Sicherheit auch eines meiner Lieblingsspiele. Überhaupt im Star Wars-Universum gab es hinterher kaum ein Spiel, was mich so nachhaltig beeindruckt hat und mir so viele Stunden Spaß gebracht hat. Das Heft schauen wir uns ein anderes Mal an, da gibt es dann ein extra Video dafür. Na klar, da gucken wir in dieses alte Heft gemeinsam rein, aber heute geht es erstmal um X-Wing. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Ich benutze wieder die Version von GOG und zwar aus dem einfachen Grund, weil man bei X-Wing da nicht nur die Originalversion bekommt, sondern man bekommt auch gleichzeitig, schaut euch das an, hier haben wir X-Wing, dann kann man wechseln auf die X-Wing Collectors CD Edition von 1994 und man kann sogar die 1998er Special oder Remastered Edition nutzen. Wir nutzen für unser Video heute die 1994er Variante, einfach aus dem Grund, weil sie in den Missionsbeschreibungen immer Sprachausgabe hat. Sie hat leicht verbesserte Grafik, es ist nur wenig, es wurde einfach das Grout Shading, was man in TIE Fighter benutzt hat, auch in X-Wing eingesetzt. Das heißt, es sah ein bisschen gefälliger aus und es gibt einige Zwischensequenzen, die erweitert wurden. Gerade im Intro sind einige neue Szenen dazugekommen, aber so vom Grundmuster her ist es eigentlich das gleiche Spiel geblieben. Insofern ist es okay, wir nutzen diese Version. Es ist wirklich inhaltlich gleich, es spielt sich gleich, also ist okay. Wir machen einen kurzen Check-up in den Sound-Settings, einfach ob alles richtig eingestellt ist. Machine Speed Setting natürlich auf Fast, wir haben VGA, wir haben Main Memory Present 653K, 540 bräuchten wir mindestens, 530 bräuchten wir mindestens, 540 wären besser. Bootdisketten schreiben, daran erinnern wir uns sicher alle noch ganz gut. Also das passt alles. Und die Soundboard Configuration, ja, das stimmt auch noch alles. Sound Blaster Pro ist eingestellt und wir spielen natürlich über General MIDI. Also, los geht's. Ich bin ganz aufgeregt mal wieder. Oh, das ist so. LucasArts. A long time ago in a galaxy far, far away. Ja. Diese Musik, diese MIDI-Musik. It is a time of civil war. It is a time of civil war? Moment mal, es heißt eigentlich doch, it is a period of civil war. What? Das gibt's ja gar nicht, da muss ich ja mal recherchieren. Was ist das denn? It is a time of civil war. Ja, und wenn der Text in der Hälfte ist, dann kann man ihn gar nicht mehr lesen? Nun ja, es waren VGA 320 x 240 Pixel, insofern, ja, ist nicht so wahnsinnig viel. Yeah, not yet willing to confront the Empire directly, the rebels are marshalling their forces in secrecy. Even now, a group of their prized Calamari cruisers is being intercepted by a squadron of Imperial Star Destroyers. Achtung! The Rebel fleet is outnumbered, but they have a surprise. The X-Wing Starfighter. Oh, ist das cool. Ihr müsst überlegen, wo waren wir denn 1993? Es gab nur die 3 Basiskinofilme. Es gab natürlich auch Bücher und Spielsachen, aber so richtig diesen Materialüberfluss bei Star Wars hatte man natürlich nicht. Und jetzt diese... Großartig, oder? Natürlich ist es einfache Grafik, es war trotzdem großartig gemacht. Sir, our
TIE interceptors have located a rebel fleet orbiting the planet Torcana. Excellent. Prepare the attack. Move our Star Destroyers within range and launch all TIE Fighter squadrons. At once, sir. Ja, sie haben das clever gemacht, so halb animiert mit Standbildern. Ja, ist ja cool. We are under attack by Imperial Star Destroyers. Begin evasive maneuvers. Launch the X-Wing fighters. Genau, jetzt komm, lass sie von der Kette. Da ist er. Schickes Schiff, oder? Haha. This is Red Leader. Stay close and watch for enemy fighters. Got it. Follow me. I'm on him. Nice shot, Red 2. Sensationell. Boah, wie cool, oder? Allein diese Bewegtszene am Anfang hat wahrscheinlich die Hälfte des Speicherplatzes überhaupt gebraucht. Ja, die Collectors CD-ROM, genau. Herrlich, herrlich, herrlich. So, da brechen wir jetzt ab. Center, top left, bottom right and wieder center. Welcome to the flagship Independence. You must register. Ja, You must register. ja dann. Ich habe natürlich schon einen Piloten angelegt. Ich bin auch schon ein bisschen geflogen, weil ich tatsächlich mich an die Steuerung zwar noch erinnern konnte, aber ich musste die Tastatur so ein bisschen ausprobieren. Insofern sei mir verziehen, dass ich vorher schon mal You may proceed. reingeschaut habe. So, wir sind im Hangar. Gate 1. Hier gibt man zur Registrierung, hier kann man den Filmraum anschauen, den Techraum, da kann man die ganzen Schiffe anschauen. Na, sowas ist schon sehr cool. Engine, Sensor System. Das Krasse ist ja, auch da, ne, wir hatten ja nichts damals. Ne? Also wie gesagt, es gab nicht diese Fülle an Informationen über Star Wars. Das heißt, sowas war einfach für einen Fan wie mich, für einen Star Wars-Liebhaber einfach ein gefundenes Fressen. Man konnte sich da durchklicken und konnte sich Infos holen. Und auf dem Schulhof haben wir dann drüber gequatscht. Also das war schon richtig, richtig klasse. Dann haben wir hier den Proving Ground, den Historical Combat. Und hier geht's dann zur Tour. Welcome to Tour of Duty Registration, Sir. Man sieht hier Tour 1, Tour 2, Tour 3. Das waren die Basistouren. Dann gibt's Imperial Pursuit. Das war die Zusatzdiskette Nummer 1 und dann gab es die B-Wing Zusatzdiskette, die eben dann auch noch rauskam. In der 1994er Edition ist es alles mit drin. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt nicht zu den Touren, wir machen eine historische Mission, da können wir nämlich direkt einsteigen. So, dann gibt es immer so schöne Übergänge. Es ist ja echt klasse, oder? Einfach herrlich. So, da haben wir Tour 1, X-Wing, Y-Wing, A-Wing, B-Wing und Bonus. Unarmed Imperial Fighters wollen wir nicht zerstören. Okay, Fighter Team, X-Wing Mission 2, Wingmen are important. Ja, das spielen wir doch glatt, oder? Watch and learn as Red Leader takes out TIE fighters on point defense. Genau. Na, Sprachausgabe, das gab es eben 1993 noch nicht an dieser Stelle. Stay close.
You're responsible for his safety while he makes his attack. Watch and learn as Red Leader takes out... Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Sehr cool. So, da sind wir auch mittendrin. Da sind auch schon TIE Fighters. Wir visieren den ersten an. Wir setzen unsere... Uppala! Wir setzen unsere Waffenenergien auf Schildenergie ein bisschen auf hoch, damit sie aufladen. Wir haben nur eine Energie in der Generator und mit dem müssen wir auskommen. So, 2/3 Geschwindigkeit. Volle Geschwindigkeit und wir visieren ihn an. Na. Der hat mich da einer getroffen. Hallo? Ja, er hier. Das Krasse ist, die Ziele sind nicht markiert, sondern die blinken nur so rot, wenn man sie anwählt. Und das ist tatsächlich in den späteren Spielen dann besser geworden. Dadurch wird das... Jawohl, so sieht das Ghost gut aus. Dadurch wird das Anvisieren und Zielen ein bisschen besser. Das war dann später einfacher, sie zu erkennen, weil die Grafik doch da dann doch sehr grob wird. Da ist er schon vorbei. Da ist er. Jawohl, getroffen. Ah, zack, komm. Sehr schön. Nächster. Ja, also ich muss sagen, das Dogfighting in X-Wing ist einfach legendär gut. Es spielt sich hervorragend, ganz ehrlich. Sehr schön. Wer schießt da auf mich? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Was es leider in X-Wing noch nicht gibt, es kommt in den späteren Spielen dazu, ist, dass man per Tastendruck das Tempo an das Ziel anpassen kann. Sehr schön. Das gibt's erst später, aber sei es drum. Ich habe mir auf den Joystick, wie gesagt, gemappt, dass ich auf 2/3 Schub gehen kann. Guck mal, Torpedo, haben wir welche? Ja. Na. Er ist zu schnell für ein Torpedo. Sehr schön. Na, da ist er doch. Ja, also was ich noch sagen wollte, man hat nur einen Energiegenerator und man muss dann per Tastendruck die Schildenergie und die Laserenergie einstellen. Und wenn man die Schildenergie erhöht, also den Aufladevorgang, dann laden die Schilde sich langsam auf oder auch schnell auf. Es zieht einem aber die Energie aus dem Antrieb. Und wenn man gleichzeitig den Laser noch... Sehr schön. Ja, man sieht es jetzt hier im rechten unteren Bereich. Wenn ich die Laserenergie erhöhe, dann laden die sich schneller wieder auf. Wenn ich sie ganz runtersetze, dann entladen sich die Laser und laden sich auch nicht mehr auf. Und ich kann auch irgendwie... Pass mal auf mit X. Wir können auch die Schusszusammensetzung... Ja, jetzt sind sie leer, seht ihr? Und erst wenn ich Energie wieder auf die Laser gebe. Und genauso ist es mit den Schilden. Die Schilde kann ich aufladen oder eben auch nicht. Und ich kann sie auch nach hinten, nach vorne oder gleichmäßig verteilen. Ne? Alle Energie auf die Frontaldeflektoren. Na, das war ja mal eine erfolgreiche erste Eingewinnungsmission. Das war ja auch einfach, ganz ehrlich. Das ist eine der leichtesten Missionen. Nur Tierjäger ausschalten und dann wieder nach Hause fliegen. Die Missionen werden wesentlich anspruchsvoller. Ah, herrlich. Ja, das war doch mal ganz, ganz wunderbar.
So, ich würde sagen, wir spielen eine A-Wing-Mission. Fighter-Mission, ja. Passt. You will fly in mock combat against other rebel starfighters. Each new attacker will be more aggressive than the first. Okay. You will fly in mock combat against other rebel... Was man hier übrigens noch sehen kann, ist hier dieser Schrank, da kann man dann die Medaillen sehen, wenn man Missionen erledigt hat. Ihr seht hier, das waren meine Probemissionen. Und jetzt auch die von gerade eben, dann bekommt man langsam Abzeichen, das wird immer voller. Und wenn man eine Tour erledigt hat, eine komplette, dann bekommt man auch ein Umhängeabzeichen, beziehungsweise man steigt dann im Rang auf. Ne? Also so ein bisschen Identifizierung mit dem eigenen Piloten hat man schon, wenngleich es natürlich nicht jetzt wie in Wing Commander so ist, dass man richtige Charakterentwicklung hat. So, der A-Wing. Der ist übrigens echt klein und schnucklig, der Kleine. Aber fliegt sich hervorragend. Wir sehen, Cockpit ist anders. So, wir geben gleich etwas Energie auf die Schilde. Weil... So, und da ist auch schon einer. Da, seht ihr ihn? Hoppala! Da war er! Das war ja glorreich. Ah, Mann! Du Vollidiot, Mann! Also ich meine mich. Wie kann man nur so doof sein? Wir machen das gerade noch mal. Ich hab doch gedacht, hey, da ist er doch. Sehr genial. So, nochmal. Wir haben den A-Wing Fighter und da den ersten X-Wing. Ja, flieg halt in mich rein, du. So, wir müssten den eigentlich locker ausmanövrieren können, weil wir sind schneller. Ja, nur treffen müsste man ihn. Ich finde es ja witzig, dass man Laserkanonen vorhalten muss, aber... Da sehen wir jetzt auch mal ein bisschen was von der Grafik. Also man sieht schon, das sieht schon gar nicht verkehrt aus, alles. So, nächster bitte. Aber wir sehen jetzt, ich habe die Schildenergie auf voll gesetzt, deshalb ist da jetzt einfach sehr, sehr viel Power draußen. Ui, wo kommt der denn her so schnell? Ein Y-Flügler! Da müssen wir aufpassen, wenn wir zu schnell sind, dann knallen wir voll in den rein. Den können wir natürlich locker ausmanövrieren. Sehr schön. So, Schilde sind fast voll, das heißt, wir geben ein bisschen Energie auf den Antrieb. Geben Vollgas. Man hört es auch wunderbar an der Musik. Ja, da ist er. Ja, Musik wechselt, das ist klasse. Dieses Soundsystem von LucasArts, das war schon immer einfach herrlich, dass man auch wirklich hört, was passiert. Ja, das war ja clever. So, Schild wieder auf Verteilung. Wo ist er, der Kerl? Ah, man sieht sie echt schwer. Und der ist natürlich jetzt genauso schnell wie ich. Hä? Jetzt hat er mit den X-Wing nicht mehr. Jetzt hat er die Zielerphasen geändert. Ach Mann! Jetzt hatte ich ihn schön im Visier. Man kann das Cockpit auch ausschalten. Aber ich finde es ehrlich gesagt mit den Anzeigen schöner, mit Energie und so. Es ist immer, man hat unten ja auch die Anzeigen. Klar, das Zielen ist etwas einfacher.
weil man halt alles sieht. Sehr schön, so gefällt mir das doch. Ja, was lange währt. Also ihr seht schon, das mit dem Zielen ohne Cockpit ist natürlich deutlich einfacher. Das kannten wir auch schon von Wing Commander, dass man einfach dann mehr Sicht hat. Das macht es halt deutlich einfacher. Aber irgendwie fehlt halt doch irgendwas. Der saß. Das war's? Ja, man sieht schon, es ist blöd, ohne Cockpit hat man halt die ganzen Anzeigen nicht. Ich glaube, das war's, oder? Ja, sehr schön. Das heißt, wir können nach Hause fliegen. H drücken und Hyperspace. Und so genial. Ja, das war schon herausfordernd. Also, es hat sich jetzt auch ein bisschen gezogen. Ich habe dann ja zwischendurch mal übersprungen für euch, damit ihr nicht die ganze Zeit dabei sein müsst. Es war jetzt einfach, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, es zu spielen. Aber ich glaube, Zuschauen ist in dem Fall dann ja nicht die ganze Zeit interessant. Wir machen jetzt noch eine richtige Mission aus der Tour, wo es dann richtig drum geht. Identifizieren und. Weil ich muss sagen, X-Wing hat mir damals aus einem Grund sehr gut gefallen. Ja, das war doch gut, oder? Wir gehen mal zurück ans Schiff. Hauptschiff. Ja, was mir an X-Wing schon immer gut gefallen hat, die Missionen waren sehr abwechslungsreich. Also es war eben nicht nur Fliege von A nach B oder Begleiter oder sonst irgendwas. Welcome to Tour of Duty registration, sir. Gehen wir mal auf Tour 2. Good luck, sir. Genau, bei den Tour of Duties bekommt man dann immer noch eine kleine Vorspannsequenz. Fresh from the stunning success against Operation Strike Fear, the Alliance has found renewed hope in their struggle against the Empire. Now word comes of an even greater threat, a vast secret imperial military project of such awesome destructive power that it could crush the Alliance. Irgendein Tier, oder? TIE Interceptor? Oder sag was? Alarmed by these rumors, rebel scouts are desperately seeking any news of this project. Es gibt keine so großen Zwischensequenzen wie in anderen Spielen, eben wie dann später auch in Wing Commander, aber ich meine, wir waren 1993, was ein bisschen schade ist, man hat natürlich keine richtige Charakterentwicklung. Man hat eben diesen namenlosen Pilot, man fliegt die Missionen, das ist ein bisschen schade. Andererseits sind die Missionen halt von der... ist schon cool, oder? Also von der Erzählweise her sind die Missionen, finde ich, einfach... Kashyyyk. Where a freighter hiding escaped rebel prisoners is being boarded by a stormtrooper transport. Protect the shuttle Drago from all enemy craft until it captures the freighter and it jumps out. Okay. Be prepared for a counterattack from the nearby Star Destroyer Intrepid. Mhm. Okay, hört sich komplexer an. Also ihr merkt schon, nichts nur hier. You and your wingman will enter the planet Kashyyyk. So, dann. Mailman Rookie, wie sehen meine Medaillen aus? Da ist natürlich nichts dazugekommen. Also, los geht's. Ja, das wird jetzt eine... herausfordernde Mission. Das ist jetzt doch etwas größer als eben nur Abklappern von irgendwelchen Wegpunkten. Ich sage das jetzt ganz bewusst. Es gibt ja... Nee, ich will da jetzt keine Konkurrenz aufmachen, um Gottes Willen. Wing Commander oder X-Wing, das will ich gar nicht, weil ich liebe beide Spiele total. Das wäre total unfair, jetzt
Die Herangehensweise ist einfach anders. Aber, ja, da sehen wir jetzt hier, scannen wir mal kurz. Freighter Unknown. Wir geben ein bisschen Energie auf die Schilde, dass wir ein bisschen Schild dazu bekommen. Transport. Star Destroyer, TIE Fighter Beta. Oh oh. Da ist doch einer. Wow, 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 wow. Und da gehen sie gleich in die Vollen, die... Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Pass auf, wir brauchen noch ein bisschen mehr Schild und wir brauchen vor allem Waffenenergie. Hei, da habe ich mich jetzt überraschen lassen, Leute. Das war natürlich nicht gut. Mal kurz Cockpit weg zum Feuern. Da ist er. Jetzt gucken, dass ich den ausschalte. Nice shot, ja, ich weiß. TIE Fighter Beta ist mit. Das ist schade, was ich ein bisschen schade finde, man hat tatsächlich ja nur diese Meldungen über die. Hui, ein Interceptor. Also man sieht unten nur diese eingeblendeten Meldungen. Es wäre schön, wenn man auch noch irgendwelche Com-Nachrichten hätte. Das fehlt mir ein bisschen natürlich, dass man weiß, was man gerade getan hat. TIE Interceptor. So, pass mal auf hier. Alpha, da ist noch einer. Oh. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Wie sieht's mein Frachter eigentlich aus? Müssen wir denn den eigentlich Transport Unknown? Müssen wir das irgendwas zerstören? Pass mal auf, wir scannen den noch kurz. Manchmal gibt es nämlich extra Punkte. Rebels. Und der da? Ah, Idiot! Herrgott, jetzt habe ich nach unten gezogen, bin voll reingeflogen. Wie kann man nur so bescheuert sein? Oh, verdammt! Ja, ich wollte euch schon mal die Zwischensequenz zeigen, wenn man vom Imperium aufgenommen wird. Oh Mann, natürlich Star Destroyer in der Nähe, wir alleine. Das heißt, man wird dann natürlich vom Imperium aufgenommen. Ach du Schande. Oh nein, und dann noch auf die Executor. Now we will discuss the position of the secret rebel base. Oh, verdammt. Missing in Action. Ach du Schande. Hier, schau mal, Mailman, Name und Captured. So, jetzt kann man einen neuen Pilot anlegen oder man kann sagen Modify Pilot, Delete, Revive, Cancel. Wenn ich ihn wiederbelebe, dann ist der Score weg. Tja, schade drum. Naja, egal. Wir machen das nochmal, oder? Continue Tour 2, komm. Die Mission lief so gut. Ich Idiot, warum bin ich da reingeflogen? Ich bin reingeflogen, weil ich euch die Zwischensequenz zeigen wollte. So sieht's aus. So bin ich zu euch. Herrlich. Lass kurz mal ab hier. Das kennen wir alles schon. Sind jetzt die Medaillen eigentlich auch weg? Ne, die sind noch da. Immerhin. Sehr schön. So, abbrechen. Wir springen direkt.
So, wir gucken, dass wir die Tierjäger ausschalten. Aber man sieht's so schlecht. Da sind sie. Jawohl, so gefällt mir das. Hahaha, sehr gut. So, wir machen kurz das Cockpit aus. Boah, aber die Dogfights gegen die Gegner, das ist schon richtig fett, oder? Ah, das sind schon neue hier. Pass mal auf. Schilder ein bisschen umstellen. Was haben wir denn hier alles? TIE Fighter, A-Wing, Freighter, Unknown. Wenn ich den jetzt wieder scanne, dann habe ich wieder Probleme, oder? Oh, da ist ein Sternzerstörer. Mit dem legen wir uns wahrscheinlich eher besser nicht an. So, wo blinkt's denn? Da, oder? Ja, also das Gegnerspotting ist am Anfang echt schwierig. Da ist er. Das hat reingezullt. Ich habe nicht... Seht ihr, wenn man das Cockpit ausschaltet, dann sieht man halt nicht, dass die Schilde unten waren. Das heißt, ich habe jetzt direkt einen Treffer auf die Hülle bekommen. Und Direkttreffer auf die Hülle haben immer das Risiko, dass man Systemausfälle hat. Es kann sein, es wird was beschädigt. Dann plötzlich vorne ist das Display weg oder die Anzeige von den Energien und dann ist man wirklich angekniffen, je nachdem. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Ist mein Kollege jetzt da zu deinen Sternzerstörern? Das ist ja jetzt total blöd. Freund, was machst du denn da? Du kannst doch nicht... Gegen die Sternzerstörer werden wir einen Nahkampf nicht gewinnen. Jedenfalls sehr viel länger als gegen den Todesstern. So werden ein paar von denen auch dran glauben müssen. Ja, ich weiß, ich bin ein Nerd. Da ist er. Hallo? Ich sah da. Ach, hinter mir. Hallo. Wo bist du denn? Da. Du Vollidiot! There's a rebel. Ah, schon wieder. Ey, Bring him in. Freunde, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sollte Halma-Videos drehen und nicht Gameplay-Videos, wo ich einfach nur ablose, schon wieder vom Imperium gecaptured. Ach du Schande. Ah. Der Wahnsinn. Now we will discuss the position of the secret rebel base. Ja, wenn man Glück hat, dann sind Rebellen in der Nähe, dann wird man von denen aufgesammelt. Unfassbar. Wir machen... Ja, es Punkt habe ich sowieso keine mehr. Revive. Also wenn man von den Rebellen aufgesammelt wird, dann bekommt man eine Sonderbehandlung in der... Machen wir noch ein Historical Combat? Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau, wenn man von den Rebellen aufgesammelt wird, dann bekommt man eine Sonderbehandlung im Bagdad-Tank und ist dann wieder voll einsatzbereit. Aber wenn man eben vom Imperium gefangen wird. Oder auch, es kann auch sein, man stirbt, es geht auch, je nachdem, wenn die Beschädigung zu groß ist, dann gibt es eine nette Beerdigung. So, ich würde nämlich sagen, wir fliegen zum Abschluss noch eine kleine B-Wing-Mission. Assault an Imperial Convoy. Ich befürchte, ich krieg schon wieder auf die Imperial Mütze. convoy en route to Betrakis is to be destroyed.
Wie viel sind wir? The priority targets are the freighters loaded with TIE fighters. Ja. The convoy is to receive additional escort from the Petrakis base. Red Squadron will send 2 B-Wings escorted by 1 X-Wing for this raid. Okay. An Imperial convoy en route... Das war's wohl. Alles klar. Also gut, wir fliegen einen B-Flügler. Wie schön. Er ist träge, er ist heavy-powered, bewaffnet und irgendwie ist er cool, total cool. So, Flügel ausklappen und los geht's. So, jetzt passt mal auf, der hat nämlich zweierlei. Der hat 3 Laser, der hat Ionen, Kanonen und... hallo? Da sind schon welche an mir vorbei. Hallo, hallo, hallo. Oh, und der fliegt sich deutlich träger als der A-Flügler natürlich. Aber geht. So, jetzt pass mal auf. Wir sollten die Freiter, oder? Freiters sind unser Primärziel. Da fliegen wir jetzt mal hin. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Es hieß, ich soll die Frachter ausschalten. Warum hat er mir jetzt denn das weggewechselt? Das Ziel? Lass doch jetzt bitte... Genau. Target destroyed. Auf die Entfernung ist natürlich keine Chance mit den Lasern und da drüben geht's schon richtig ab. Hey, wer schießt da auf mich? Wer schießt auf mich? Hä? Sind das die Korvetts? Können die auf die Entfernung auf mich ballern? Das gibt's ja gar nicht. Nee, da ist doch ein Jäger hinter mir, oder? Ja, da! Der schießt auf mich, oder? Die Socke. Der schießt auf mich. Pass mal auf, pass mal auf. Dich schalten wir jetzt mal aus. So, Shields down. Sehr schön. Das ist nämlich cool. Mit den Ionen, Kanonen, kann man die nämlich ausschalten. Dann sind die Schilde unten. So, wo sind meine Frachter da? Pass auf, runter im Tempo, sonst knallen wir wieder rein. Das wollen wir natürlich nicht. Target destroyed. Der ist beschädigt, langsam machen. Ja, da muss man echt aufpassen, sonst knallen wir wieder rein. Target destroyed. Sehr schön. Und noch ein Freiter. Uiuiuiui.
Da schießt jemand auf mich. Wer schießt da auf mich? Da sind koreanische Korvetts. Pass mal auf. Ist zu weit weg. Wow. So, Heckdeflektor an. Red Leader, incoming missile. Ja, das kann ja sein, aber ich muss hier erstmal... Ich habe ja gerade gar keine Energie mehr. Das war jetzt saudoof. Oh oh. Verdammt. Hey, das geht ab ohne Ende und es ist so viel los. Ich dachte, ich kann den vielleicht irgendwie außer Gefecht setzen, aber Alleinangriff auf eine koreanische Korvette, keine Chance. Keine Chance. Wie genial ist das denn? Ich weiß nicht, sollen wir noch eine Mission spielen? Bonus. Tja. A pair of cargo containers has been hidden away in an asteroid field. Ja. A-Wing Red 1 will inspect the containers to verify their contents. Ja, schon wieder A-Wing. Pass auf, wir machen noch eine X-Wing-Version. Das Spiel heißt ja X-Wing und wir spielen hier die ganze Zeit. Das haben wir schon gemacht. Satellites and mines. The Imperial forces are setting up new surveillance satellites near Coruscant. They are surrounded and protected by Imperial heat-tracking laser mines. Eliminate the transports and all mines, then quickly destroy the satellites. You only have a few minutes before an Imperial frigate responds. Imperial forces are setting up new... Ja, das ist das Coole an X-Wing. Das hat mich auch damals schon fasziniert, dass es einfach unheimlich viele unterschiedliche Missionstypen gibt. Es ist eben nicht nur Kampf und Ding ist, ne? Auch mal identifizieren, beschützen. Und außerdem sind die Missionen auch relativ umfangreich. Das heißt, passiert auch immer wieder was vorher nicht war. Dann kommt wieder eine Fregatte an, es kommen Schiffe dazu und. Also man hat wirklich das Gefühl, man kämpft in einem großen Star War. So, was haben wir hier? Mine. Huch! Die schießen auf mich! Ja, natürlich schießen die auf mich. Aber Freunde, das ist ja gar nicht nett. Wow! Und alle gleich auf einmal. Guckt euch das an. Schaut mal mein Cockpit an. Ich bin mittendrin und... Ach du Schande! Ach du Da sind sie ja. Unfassbar. Ich bin so ein Volltrottel. Oh Mann. Das nächste Mal macht ihr Gameplay-Videos mit Leuten, die was von ihrem Werk verstehen. Meine Güte. Pass mal auf, ich muss mal gucken, wo sind wir denn? Einen Versuch machen wir noch. So, pass mal auf hier. So, wir fliegen mal von unten ran.
Ja, die zielen nämlich schon auf mich. Seht ihr das? Das ist der Blick nach oben. So, pass mal auf. So, jetzt haben wir alle Energie auf die Frontaldeflektoren. Ich dachte, ich könnte diese Minenreihe einfach entlang... Ah, ich blick gar nicht, wo die... Da sind welche, pass auf. Sorry, ihr zwei. Ah, verdammt, das war schon wieder. Guckt euch das an. Die nehmen mich auseinander. Das ist ja unfassbar. Na komm. Eine. Oh, zu nah. Das wird wieder nichts. Da sind sie. Aber ich war schon besser. Das ist eine Herausforderung. Ganz ehrlich, hätte ich jetzt Zeit genug, würde ich mich da durchfuchsen. Aber das soll mir für heute genug sein. Meine Güte, das ist ein toller Blick zurück. Und da können wir auch mit Sicherheit ein Fazit ziehen. Wir sehen uns gleich wieder. Manchmal bin ich ja ein bisschen in Sorge, dass mir irgendjemand vorwirft, ich wäre alt und deshalb so nostalgisch, wenn es um diese alten Spiele geht. Und ja, in Gameplay-Jahren bin ich tatsächlich alt und ja, ich werde nostalgisch, wenn es um diese alten Spiele geht. Aber es ist halt auch einfach eine herrliche Zeit gewesen. Es war so wahnsinnig aufregend, weil jeder Schritt bei den Spielen war einfach ein immenser Fortschritt. Es gibt heute auch noch grafische Fortschritte, aber ich finde, man hat nicht mehr das Gefühl, dass es diese Quantensprünge sind. Und X-Wing war für mich, als ich vom C64 kam, man muss mal überlegen, meine Kollegen hatten teilweise Amiga 500s, der war uns zu teuer, da habe ich meine Eltern nie dazu überreden können. Das heißt, ich kam vom C64, den wir vom Cousin übernommen hatten irgendwann, kam ich direkt auf den 486 DX33 und dann war auch X-Wing eines meiner Spiele. Und dann dieser Quantensprung, der war einfach immens. Und der wurde mit jeder Spielegeneration einfach immer immenser. Wenn ich jetzt denke, im letzten Video hatten wir Wing Commander 3 mit diesen Videosequenzen. Also das war einfach eine fantastische Zeit für Spieler, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, deshalb erinnern sich auch, wie ich, einfach sehr viele Leute wahnsinnig gerne an diese Zeit. Und X-Wing, muss ich sagen, hat immer noch seine Faszination. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich jetzt heutzutage sagen würde, ja, da ist es ein bisschen alt geworden. Mir fehlt so ein bisschen die Charakterentwicklung. Man hat einfach so keinen richtigen Draht zu seinem Piloten. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, weil die Missionen sind so irre genial gemacht. Und ihr seht, die sind auch knackig schwer. Und die sind sehr abwechslungsreich. Und ihr seht, gegen die großen Schiffe hat man dann kaum eine Chance. Und die zerlegen einen trotz Schilde in Windeseile. Also es wird halt wirklich herausfordernd. Es macht unheimlich Spaß. Und ich muss sagen, das Spielgefühl von X-Wing ist immer noch herausragend. Jetzt mal abgesehen von der Grafik ist das Gameplay immer noch sensationell gut. Es fühlt sich richtig gut an. Die Dogfights machen wahnsinnig Spaß. Man hat echt das Gefühl, man sitzt in einem Raumschiff durch den Raum. Man sieht überall Schiffe. Da sind weit weg welche, da sind nah welche. Die greifen einen an, die sind schneller, die sind größer, die sind stärker. Also all das fühlt sich einfach mega genial an und auch heute noch. Wenn man mit dieser etwas altbackenen Grafik leben kann, sofort installieren, losspielen. Die PC Games war natürlich damals ebenso begeistert. Ein riesen Testbericht. Spiel des Monats ist es geworden. Und es gibt hier etliche Zusatzboxen, die einfach beschreiben, was, glaube ich, auch die Redakteure gefühlt haben, als sie das zum ersten Mal gesehen haben. Es war Star Wars. Es hatte
sehr beeindruckende Zwischensequenzen. Es hatte ein wahnsinnig gutes Musiksystem. Also die Musik ist einfach herausragend, wie die immer wieder auf die Ereignisse reagiert. Die Soundeffekte sind herausragend. Sowohl die Schiffe selber als auch die Umgebungsgrafik, die Cockpits, all das richtig, richtig gut für damals. Und man darf nicht vergessen, X-Wing lief sehr schnell. Selbst auf 386ern war dieses Spiel durchaus gut spielbar. Und ich glaube, das war auch ein Erfolgsgarant in dieser Zeit. Und dann natürlich dieses Star Wars-Feeling, dieses absolut geniale Star Wars-Feeling, Teil einer Rebellion zu sein, an Schlachten teilzunehmen. Unbezahlbar. Also man sieht es, der Testbericht war riesig. Hier nochmal 2 große Sonderkästen über die Zwischensequenzen. Da sieht man es nochmal, wenn man gefangen wird. Das haben wir ja heute auch erlebt. Dann über die Schiffstypen und da unten der Wertungskasten. Ihr seht es also, das war richtig grandios. Ein herausragendes Spiel der damaligen Zeit. Und ehrlich gesagt, ist es das eigentlich immer noch. Also wenn man da überlegt, was man auf 12 Megabyte Installationsgröße auf der Festplatte damals untergebracht hat, an Bild, Effekten, Soundeffekten und, das war schon richtig klasse. Ich meine, wir hatten jetzt hier Sprachausgabe in den Missionsbeschreibungen, das gab es eben nicht in der 1993er Version, sei es drum. Also, ganz ehrlich, X-Wing, ein toller Blick zurück, immer noch ein richtig gutes Spiel. Retro-Grafik, sei es drum. Was mir übrigens bei den alten Spielen tatsächlich jetzt bei all meinen Videos besser gefällt als bei den neuen, man ist ganz schnell mitten im Geschehen. Es wird erwartet, dass man ein Handbuch liest, dass man auch schaut, was gibt's für Tastenbelegungen und so, und dann gibt's keine dusseligen Tutorial-Missionen oder irgendwas, laufe jetzt nach vorne, drücke vorwärts, drücke W, drücke A, springe und ganz ehrlich, was soll das? Einfach hier, guck rein, es gibt einen Reference Guide, es gibt ein Handbuch, ziemlich dicke Handbücher übrigens, und dann rein ins Geschehen, losspielen und einfach Spaß haben, und es fehlt mir manchmal bei den heutigen Titeln. Insofern ist manchmal für einen gemütlichen Abend mit einem kleinen Spielchen so ein altes Spiel wie X-Wing vielleicht genau das Richtige. Es war toll, dass ihr wieder mit mir in dieses alte Spiel reingeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, schaut doch auf meine anderen Gameplay-Videos. Wing Commander 3 war ja extrem erfolgreich, extrem beliebt. Dafür vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare, die Likes, die Abos, alles, was ihr dagelassen habt. Gerade bei den Kommentaren. Ich freue mich riesig über eure Kommentare und ich versuche oft zu antworten. Ich habe am Anfang versucht, immer zu antworten. Das schaffe ich tatsächlich bei so einer Menge dann nicht, aber ich lese sie wirklich alle. Vielen Dank dafür. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir dann mit Sicherheit wieder in ein altes PC Games Heft rein. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf meinem Kanal demnächst wieder.